Ich bin Dr. Heidrun Pickenbrock. Ich bin eigentlich Physiotherapeutin. 1997 habe ich im St. Barbara Hospital in Gladbeck auf einer Stroke Unit angefangen. Dort kam ich das erste Mal eigentlich in Kontakt mit schwer betroffenen Patienten und habe eine Lagerung angewendet, die wie im Lehrbuch ist, und stellte fest, dass der Patient schief im Bett lag, dass Arme weit seitlich lagen zum Beispiel, dass ein Bein zur Seite lag. Ich habe dann Lagerungsmaterial benutzt und habe dann die Patienten, die Arme, den Rumpf anders hingelegt und stellte fest, dass in diesem Moment die Festigkeiten, die entstanden waren, wieder verschwanden. Als ich dann gesehen habe, dass es in der Rückenlage sich verbesserte, habe ich mir Gedanken gemacht, wie muss ich die anderen Positionen, Lagerungsmaterial dort benutzen. Und dann stellte sich heraus, dass die Patienten genauso davon profitierten, wie ich zunächst in der Rückenlage ausprobiert hatte. Zu dem Zeitpunkt habe ich nicht nur im Krankenhaus gearbeitet, sondern war auch lehrend unterwegs, habe mit anderen Therapeuten und mit anderen Pflegenden zusammengearbeitet. Ich habe denen das vorgestellt, was ich tue. Wir haben das auch aneinander ausprobiert und haben dann überlegt, was sind das für Prinzipien, die ich anwende. Und daraus ist am Ende der Name Lin-Lagerung im Neutralstellung entstanden. Denn einer der wichtigen Pfeile dieser Lagerung sind, dass Körperabschnitte in einer günstigen Position sind in der Neutralstellung. Wir haben dann zu mehreren angefangen zu lagern, das auch in der Praxis zu tun. 2001 eine erste Anwenderbeobachtung gemacht und konnten dann zeigen, dass die Patienten beweglicher wurden, dass die Atemfrequenz sank, dass die Herzfrequenz sank, was gut für die Patienten ist. Und haben dann eigentlich gesagt, wenn das so eine gute Wirkung hat, müssen wir das auch größer unterrichten, weiter unterrichten und haben dann uns zusammengeschlossen zu einer Arbeitsgemeinschaft. Wir haben dann tatsächlich eine Studie gemacht mit vielen Patienten, wo wir die Hälfte von denen in der normalen Lagerung gelagert haben und die andere Hälfte in Lin. Und es stellte sich halt raus, dass bessere Effekte erzielt werden konnten im Lin-Konzept. Gleichzeitig haben wir angefangen, immer und immer mehr zu unterrichten. Unser Verein ist größer geworden. Wir unterrichten in Luxemburg, Deutschland, Dänemark, Norwegen, Österreich und der Schweiz. Wir sind Familie Bellinghausen, Alfred und Regina. Mein Mann hatte vor 14 Jahren einen Motorradunfall und ist seitdem bettlägerig und wird seit 10 Jahren nach Lin gelagert. Also festgestellt haben wir jetzt eben in diesen 10 Jahren, die wir mit Lin lagern, dass wenn er außerhäuslich betreut wird oder gepflegt wird, dass es meistens zu Druckstellen kommt. Die haben wir zu Hause so nicht, weil wir Hohlräume durch das Lin-Lagern ausfüllen. Das fördert gleichzeitig auch die Beweglichkeit und für uns halt ganz wichtig, dass keine Druckstellen entstehen. Und Lin war halt von Anfang an was ich gut verstanden habe, was man halt auch gut zu Hause ohne irgendwie groß wieder beikaufen oder andere Dinge so machen konnte, war Lin für mich eigentlich sofort was ich gut nachvollziehen und auch gut aufnehmen konnte. Bei Lin achten wir auf die Stellung der Körperabschnitte zueinander. Sie werden so neutral wie möglich gelagert. Dann wirkt aber die Schwerkraft und würde diese Körperabschnitte nach unten ziehen. Und dem wirken wir entgegen, indem wir Lagerungsmaterial, insbesondere Steppdecken nehmen, stopfen, modellieren und den Körper so stabilisieren, dass die Körperabschnitte dann auch in Neutralstellung bleiben. Wenn ich mir vorstelle, dass Patienten, denen es wirklich schlecht geht, dass die in Lin liegen und dass es denen in Lin besser geht, dass sie dort bequemer liegen, da geht mir das Herz auf. Das freut mich einfach.